Hallo liebe Kunstfreunde, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Ein Blatt Aquarellpapier mache ich mir jetzt feucht mit Wasser. Ich besprühe es über und über, fahre noch einmal mit dem Pinsel darüber, damit alles gleichmäßig ist und sich da keine kleinen Pfützen bilden. In einem Glas habe ich mir braune Tusche genommen, die ich jetzt mit einem großen Pinsel aufsauge und dann auf dem Blatt aufbringe. Da muss man sehr zügig arbeiten, weil diese Tusche dann auch relativ schnell auftrocknet. Deswegen feuchte ich auch das Papier vorher an. Jetzt habe ich eine weiße Farbe. Das ist so eine Art Deckweiß. Die ziehe ich jetzt in der Mitte dieser Formen hoch. Es wird insgesamt ein abstraktes Kunstwerk. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Alufolie. Ich habe mir schon schwarze Tusche bereitgestellt. Da möchte ich jetzt damit malen und benutze zum Malen diese Alufolie. Das mache ich deshalb, weil die Alufolie ein bisschen flexibel ist und dann lassen sich da sehr zarte Formen auch damit aufpinseln. Es entstehen da sehr schöne Linien. Das ist für mich so naturalistischer Minimalismus. Da denke ich an Holz, an Bäume, an totes Holz, was also abgebrochen ist, abgebrochene Äste, die in der Natur im Wald liegen. Nun habe ich hier noch einen beige-gold-Ton. Den spachtel ich jetzt auf mit einer Metallspachtel und
ritze da Linien rein, strukturiere das. Nun habe ich mir eine Acrylfarbe in Gold, in einem hellen Gold genommen, trage das mit einem Pinsel auf und male hier symbolisch eine goldene Sonne. Mit dem gleichen Gold möchte ich jetzt noch ein paar Formen im unteren Bereich dazusetzen. Das Schöne ist, dass das dann wunderschön glänzt und man sieht auch in dieser Goldfarbe die Pinselstruktur wunderbar, diese Linien, die sich da ziehen, und da werde ich auch wieder an so Holzstrukturen erinnert, wo sich die Linien durchziehen, dieser Jahresringe. Das kann man jetzt hier im Film nicht so rüberbringen, aber wenn man das dann im Licht dreht, dieses Blatt mit dem Kunstwerk, dann funkelt es richtig wunderbar in diesem Goldton. Und das macht Freude, dann so etwas an der Wand zu sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen, eure Anne Pross.